Herzlich willkommen zum Projekt Greifenstedt. Heute möchte ich mit euch noch einmal über den Aufbau in Magdeburg sprechen. Mein Ziel ist es, möglichst wenig Zeit mit Aufbauen und möglichst viel Zeit mit Eisenbahnspielen zu verbringen. Wenn wir alle an einem Strang ziehen und koordiniert vorgehen, können wir das Arrangement am Mittwochabend aufgebaut und Probe gefahren haben. Wir beginnen Mittwochmorgens in Falkenberg und arbeiten uns ganz normal über Kranenburg bis Geesthafen vor. Parallel bauen wir Burg am Stausee und Greifenstedt auf und beginnen mit dem Bau der dänischen Strecke. Alle dafür benötigten Module sind bereits am Mittwochvormittag vor Ort. Bis mittags möchte ich Falkenberg, Geesthafen, Paulby, Greifenstedt und Burg am Stausee eingemessen und an ihrem Platz stehen haben. Im Laufe des Vormittags treffen weitere Teilnehmer ein, bringen ihre Module auf die Beine und stellen sie grob im richtigen Teil der Arrangementfläche ab. Jetzt beginnt die beschleunigte Parallelarbeit. Wir bilden für jede Modulgruppe ein Aufbauteam aus 3 bis 4 Personen, die sich darum kümmert, dass diese 4 bis 8 Module betriebsbereit werden. Das müssen also nicht die Modulbesitzer machen, sondern der Aufbau obliegt einem eingeteilten Aufbauteam. Die Module werden zu den hier gezeigten Modulgruppen zusammengebaut. Höhe ausrichten, Gleise ausrichten, verschrauben, DCC-Verkabelung, Loconet-Komponenten anbringen. Dabei reicht es, wenn die Modulgruppe an ihrer ungefähren Position auf der Fläche zu stehen kommt. Wichtig ist in dieser Phase nur die grobe Ausrichtung im Raum und die relative Position der Modulgruppen zueinander. Wir werden sie nämlich noch mächtig umeinander und durch die Gegend tragen. Während in Dänemark von Paulby aus Richtung Munkerup gebaut wird, stellen wir die zweigleisige Kurve zwischen Greifenstedt und Onnen an Greifenstedt an, richten sie aus und messen sie ein. Die Modulgruppe wird aber noch nicht fest verbunden. Als nächstes kommen die beiden Modulgruppen mit Marienthal und dem zweigleisigen Stück Schrecke sowie der Schattenbahnhof Onnen. Es ist wichtig, dass wir jede Modulgruppe an ihrem freien Ende erneut vermessen, um Abweichungen früh zu erkennen. Dazu bekommt jeder Ast ein Messteam. Wieder werden die Übergänge zwischen den Modulgruppen zwar ausgerichtet, aber nicht verbunden. Während Onnen und die Strecke nach Walkenried eingemessen werden, schnappt sich das Aufbauteam die südliche Kurve der Weschnitztalbahn zwischen Burg am Stausee und dem Granitwerk und richtet sie aus. Auch für diesen Ast gibt es ein weiteres Messteam, das jede Modulgruppe vermisst. Auch hier werden die Übergänge zwischen den Modulgruppen offen gelassen, falls später korrigiert werden muss. Dann geht es weiter mit dem Granitwerk Köppel. Und der Bahnhof Fürth wird ungefähr an die spätere Position gebracht. Deshalb brauchen wir viele Hände, die jeweils fest für eine Modulgruppe zuständig sind. Spätestens bei der unvermeidlichen Korrektur von Abweichungen durch den Ast durch wird uns das sehr helfen. Weiter geht's mit Walkenried, Vorbach und Möllenbach, die in dieser Reihenfolge aber kurz nacheinander an ihre Positionen gebracht werden. Messen und ausrichten, aber nicht verbinden, ist in jedem Schritt obligatorisch. Wenn der Scheitelpunkt der Weschnitztalbahn bekannt ist, kann auch mit der zweigleisigen Rennbahn begonnen werden. Hier wird von einem dritten Messteam dafür gesorgt, dass alle Modulgruppen an ihrem Platz zu stehen kommen. Es ist wichtig, dass die 3 inneren Äste die Reihenfolge einhalten. Deshalb wird der Aufbau jedes Astes von einem Astkoordinator geleitet. Der Astkoordinator muss nur dafür sorgen, dass in seinem Ast im richtigen Augenblick die richtigen Dinge passieren. Dank der guten Vorarbeit geht es jetzt sehr schnell. Blumenfelden und Großen Aspe finden ihren Platz, während die Weschnitztalbahn bereits bis hinter das Sägewerk vorgedrungen ist. Erst wenn alle Module und alles Equipment im Inneren des Arrangements angekommen sind, wird die Rennbahn geschlossen. Erst wenn die Rennbahn-S-Kurve verbaut ist und die Stadtmodule an Ort und Stelle sind, kann die Vogelfluglinie gebaut werden, weil erst dann der Platz frei wird, um Runheim, Superfoss und den Fähranleger zu platzieren. Natürlich gebietet der Gedanke des parallelen Arbeitens, dass die fertig aufgestellten Modulgruppen möglichst schnell miteinander verschraubt und verkabelt werden. Jedoch ist hier ein anderer Aspekt wichtiger: Fehlertoleranz. Wir haben ein sehr verschachteltes und enges Arrangement. Deshalb verschrauben wir die 3 inneren Äste erst, wenn die komplette Schnecke ausgerichtet an ihrem Platz steht. Nochmal: Die hier orange und dunkelrot dargestellten Modulgruppen werden erst miteinander verbunden, wenn die gesamte Weschnitztalbahn, die Rennbahn und die Vogelfluglinie an ihrem Platz stehen und wir sehen, dass das Arrangement hinkommt. Dann geben die Astkoordinatoren das Zeichen zum endgültigen Verbinden der Modulgruppen und erst dann können die DCC und Loconet-Teams die letzten Verbindungen herstellen.
Auch für die DCC- und Loconet-Verkabelung möchte ich pro Ast 2 Teams einplanen, die sich nicht nur um Aufbau, sondern auch um Inbetriebnahme und Test der Elektrik kümmern, bis hin zu Probefahrten. Ich gehe davon aus, dass wir mit diesem Plan bis zum Abendessen die Module an ihrem Platz und verbunden haben, sodass wir den Abend für die technische Inbetriebnahme nutzen können. Vielleicht ja auch schon die Grundaufstellung in den Ästen, die komplett in Betrieb genommen sind? Wir werden sehen. Apropos sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Like da oder abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.